Wir haben 6 Minuten nach 8 und einen neuen Wintercamping-Rekord für Jules und Markus und den Puck aufgestellt. Es sind minus 22,8 Grad. Das Fenster ist total eingefroren und ich würde sagen, das ist mal Hardcore-Wintercamping. Moin! Endlich wieder Wintercamping und diesmal so richtig. Ja, wir waren für über eine Woche auf fast 2000 Meter mit Spitzen-Minustemperatur 23,8 Grad. Neuer Rekord. Neuer Rekord für uns, ja. Und es war wirklich der Hammer. Ja, wir haben ja gedacht, wir sind alte, erfahrene Wintercampinghasen. Läuft. Wir waren ja schon irgendwann mal im Januar in Schweden, wir waren an der Zugspitze, da hatten wir minus 14 Grad. Aber minus 24 Grad sind noch eine ganz andere Nummer und die haben wir völlig unterschätzt, die Nummer. Und da sind abenteuerliche Sachen passiert. Wir hatten Spaß, wir hatten Abenteuer, Sachen Und völlig darum geht es unterschätzt. in diesem Video und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken, los geht's! Also was sollen wir sagen? Wir lieben Wintercamping. Ja. Wintercamping ist einfach eine ganz andere Art zu campen, für uns zumindest. Alles geht ein bisschen langsamer, alles ist ein bisschen beschwerlicher draußen, wenn es geschneit hat. Und ich freue mich immer noch wie ein Schneekönig, wenn es schneit. Irgendwo auch, egal wo wie ich bin. viel, egal wie viel, so ein bisschen Schnee, super. Ja, also dann denke ich so, jauchz, ja, Ja. es schneit. Diesen Ausblick genießen. Mit frisch verschneit. Nein, 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 es wird nicht alt. Und was ich auch finde, es ist einfach eine ganz andere Art von Gemütlichkeit als im Sommer. Und wenn man dann morgens aufwacht und du machst die Tür auf und dann siehst du ein Bergpanorama mit Schnee, traumhaft. Und wir hatten Glück, dass wir so standen, dass die Sonne halt vor unserem Puck aufging und guckten direkt auf die Berge, auf den Morteratsch-Gletscher. Und ach, wunderbar. Diese Ruhe, wenn es frisch geschneit ist und so und dann die Welt ist sauber, so ein so bisschen verzaubert. gedämpft und ruhig, verzaubert. So, und Schnee macht uns einfach eine Menge Spaß. Wer uns auf Instagram folgt, hat vielleicht gesehen, wir haben Schneeengel gemacht, uns einfach reinfallen lassen, Schneeballschlachten, Schlitten gefahren. Ja. Das ist einfach wunderbar. Und für mich ist auch so ein Punkt, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man lange keinen Schnee hatte und dann hat es geschneit und dann läuft man durch den Schnee und es knirscht? Ah, herrlich. Herrliches Gefühl und das ist wirklich so, das sind diese kleinen Dinge, die wir beim Wintercamping wirklich lieben. Ja, und wir haben halt trotzdem unser Lager aufgebaut. Also auch, man sollte ja meinen, ja, bei tagsüber waren es halt auch Minusgrade. Minus 10, glaube ich, im Minus 10 Schnitt so. Und abends dann halt, also am frühen Abend war es natürlich noch nicht, also wir reden so von 19, 20 Uhr, da waren es jetzt noch nicht minus 24 Grad, das war so um 12. Und am frühen Morgen wurde es interessanterweise am kältesten. Wir haben so eine Wetterstation. Das macht so Spaß. Das macht Eigentlich so einen ist die für Spaß, zu immer Hause. gucken. Wir haben unter der Deichselhaube einmal den Temperaturfühler. Wir verlinken euch das übrigens unten. Also diese Wetterstation hat mich echt, die hatten wir uns eigentlich für zu Hause geholt, um zu gucken, wie ist so die Luftfeuchtigkeit und so. Und wie viel müssen wir lüften, weil wir in Und einer ich fand- Altbauwohnung wohnen, ja, dann Genau, und müssen ich wir fand viel es hier halt einfach super interessant, auch mal zu sehen, wie warm unsere Gasheizung den Raum kriegt. So, wir haben draußen minus 6,9 Grad, hier drin 19,9 Grad. Der Heizlüfter ist aus, die Heizung ist auf kleinste Stufe und die Heizung hält jetzt ganz wunderbar diese Temperatur. Also wir hatten gerade den Heizlüfter kurz an, um einmal es hier richtig warm zu machen. Und dann wird der Heizlüfter ausgemacht. Wir machen die Heizung an kleinste Stufe und es bleibt ganz wunderbar so bei 19,9 Grad. Richtig gut. Also da wird sicherlich auch noch ein Video zu kommen, wo wir ein bisschen was zu Gas Ja, und so ihr habt weiter ganz viel erzählen. gefragt, wie macht es mit dem Gas, mit der Wasserversorgung, warum friert euch das Das nicht ein, kommt wie macht auf es jeden mit Fall dem noch. Grauwasser und so weiter und so fort. Wir haben überall Lösungen für gefunden, aber wo ich darauf hinaus wollte, wir haben dann, oder was ich sagen wollte, wir haben draußen unser Lager aufgebaut, das heißt 2 Stühlchen, einen Tisch, Feuerschale, wir durften Feuer machen. Das ist ja alles mit Schnee. Also Ja, unser Benzinkocher war einfach komplett vereist. Das sah so schön aus einfach. Das ist auch nochmal eine Sache. Brennstoffe bei Kälte, Ja. das ist nochmal eine andere Nummer als eben im Sommer. Und dann haben wir Lagerfeuer gemacht und wir haben so gedacht, naja gut, vielleicht können wir 20 Minuten, 30 Ja, Minuten maximal. am Lagerfeuer sitzen. Wir haben 3 Stunden da gesessen, klar, dick eingepackt, Schafsfell im Rücken und vorne Feuer, ging gut. Aber was ich da noch so mit am schönsten fand, man saß am Lagerfeuer, hat dieses völlig andere Lagerfeuergefühl, weil es ist einfach eine andere Nummer im Schnee. Und dann fängt man so leicht an zu frieren und dann geht man rein in den muckelig warmen Puck und kuschelt sich in die Schlafsäcke. Also es hat nochmal so ein ganz anderes, ja, wir trotzen der Kälte. So, und Ja. dann
muckelt man sich ein und das ist schön und die Heizung bollert. Aber was ich sagen muss, es gab auch Dinge, wir haben es ja eingangs schon gesagt, die wir völlig unterschätzt haben. Also für mich war so der erste Punkt, wir fahren ja ein Audi als Zugfahrzeug und wir sind hochgefahren und so und standen dann einen Tag. Die und dann Hochfahrt war übrigens auch schon, die war wunderschön, weil wir sind bei bestem Wetter hochgefahren, den Pass. Wunderschön. Kleiner Spoiler, bei der Abfahrt hatten wir 2 Tage, hat es geschneit und der war dann nicht geräumt, als wir runtergefahren sind. Das war bisher eins meiner größten Abenteuer mit Fahrzeugen. Aber es geht. Aber es geht. Also kein Grund für Angst oder so, wenn man es schön langsam macht. Also ich habe das mal so gesagt, 5 km/h sind im Gelände keine Schande. Wir wollten dann einkaufen fahren und das Auto sprang nicht an. So, wir haben den Kofferraum auf. Das hat folgenden Hintergrund. Die Sonne scheint, wir haben Plustemperaturen, weil heute Morgen sprang das Auto nicht an. Jetzt wollen wir gucken, ob wir Starthilfe brauchen. Okay, sieht nicht gut aus. Ja, Bordnetz sagt, Batterieladung gering, bitte Fahrbereitschaft herstellen. Ja, liebe Batterie, wie bestellt man denn jetzt Fahrbereitschaft her? Das ist so, ja, mach mal Fahrbereitschaft. Nein, also klar, extreme Temperaturen, die Batterie ist jetzt auch 6 Jahre alt. So what? Kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Starterkabel habe ich extra noch eingepackt. Also die Aufgabe für diesen Tag hat sich heute automatisch gestellt. Einen schönen Tag haben und Fahrbereitschaft herstellen. Wow! Wow! Was ist da passiert? Da ist Eis drin. Wow. Krass. Fingers crossed. Ich muss auf der Bremse stehen zum Start. Oh mein Gott, er startet! Oh mein Gott! Man hat ja 2 Möglichkeiten jetzt zu reagieren. Entweder sagt man, so eine Scheiße, ey, wir fahren nach Hause. Und wir haben einfach gesagt... Wir wollten eigentlich einen schönen Spaziergang machen zum Gletscher an dem Tag, das war samstags. Ja. Und wir haben gesagt, ja, ey, wir nehmen das jetzt an. Ist jetzt so? So, und nachdem wir dann überbrückt hatten und der Motor startete, kam dann der liebe René, hi, und sagte, hey, braucht ihr Hilfe und habt ihr ein Batterieladegerät? Und dann haben wir die Batterie über Nacht ans Batterieladegerät gehangen. Übrigens ein Ausrüstungsgegenstand, den wir jetzt, weil wir ja nicht wussten, wie entwickelt sich das mit der Batterie, hat der René uns sein Batterieladegerät verkauft und hat gesagt, hör mal, ich hole mir ein neues, meine Batterie ist in Ordnung. Und dann haben wir aber am nächsten Tag gemerkt, so, die Batterie springt schon wieder nicht an, wieder 2 Stunden dran gehangen, dann sprang sie an, aber das ist ja kein Zustand. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, komm, die Batterie ist über 6 Jahre alt. Wenn ihr da safe sein wollt, holt euch eine neue Batterie. Und wo kauft der Mensch von Welt heute Batterien? Natürlich in St. Moritz. So, und wir standen halt in der Nähe von St. Moritz und da war das nächste Audi Center. Und weil was mir auch nicht klar war, früher Batterie tauschen war ja einfach Batterie, also 2 Pole ab, Batterie raus, neue Batterie rein, 2 Pole wieder anschließen, ist gut. Heute muss eine Batterie angelernt werden. Da sind noch 2 Kabel dran für Steuergeräte und, damit die Lichtmaschine weiß, wie die keine Ahnung, auf jeden Fall. Und entgegen aller unserer entgegen aller unserer Vorurteile. Man muss das mal ganz klar sagen. Super lieb in St. Moritz. Auf jeden Fall bin ich mega froh. Der Service hier großartig, die alle super in der Werkstatt, in der Annahme und so super lieb, super freundlich. Bin ich mega positiv überrascht und es ging direkt. Also bitte, wann habt ihr das erlebt, dass ihr zu einer Autowerkstatt fahrt und sagt immer, ich habe da gerade ein Problem, könnt ihr das mal gerade beheben? Habt ihr die Zeit? So, und es war direkt, wir haben jetzt keine halbe Stunde hier verbracht und ist fertig. Tipptopp. Ja, tipptopp. Tipptopp. Mega. Ja. Tipptopp. Jedenfalls hatten wir dann die neue Batterie. Das war also Punkt 1, nie mehr ohne Batterieladegerät. Wir verlinken euch das auch mal unten. Starterkabel bitte immer mitnehmen. Ja. Also Überbrückungskabel, Starthilfekabel. Das war also auch gut, dass wir das eingepackt hatten. Aber es war definitiv ein Learning. Wir haben das völlig unterschätzt. Wir haben uns ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, dass es sein könnte, dass die Batterie nicht anspringt. Ja, da gibt es aber noch ein paar Sachen, die wir unterschätzt haben. Definitiv eins davon ist unser Abwasser. Als wir in Schweden waren, ist uns das nicht zugefroren. Alles super, es hat wunderbar funktioniert. Es war halt nachts kalt, aber es war nicht so knackig kalt, als dass du da jetzt 5, 6 Liter zu Eis... Also da schwammen schon mal Eisbröckchen drin rum. Aber nicht und dann hast du es mal geschüttet und regelmäßig weggebracht. Aber bei minus 24 Grad nachts ist es egal, ob du Liter drin hast, 5 Liter oder so. Ja. Wir haben da mal versucht, das hatten wir in Schweden schon mal versucht mit Frostschutzmittel. Da kommt aber so das Umweltgewissen hoch und sagt so, boah, Alter, jetzt schüttest du da Frostschutzmittel rein, bloß mit dem Abwasser. Oh, Wintercamping at its best. Es macht wirklich Spaß. Ach, so ein Berg im Hintergrund. Naja, also was haben wir jetzt gelernt? Bei minus 24 Grad friert der Außentank direkt ein. Kann man das schön sehen? Tja, von dem Kanister können wir uns dann wohl verabschieden.
Als Wasser haben wir die 12 Liter, die 10 oder 12 Liter Kanister, der im Puck drin ist. Dann haben wir 2 5 Liter Kanister und noch einen 10 Liter Kanister mitgenommen. Und einen von den 5 Liter Kanistern haben wir dann zum Abwasserkanister gemacht und den haben wir dann innen reingestellt. Ist halt ein Weithalskanister und haben dann Reste von Kaffee oder so. Ja, es ist auch wirklich, wir machen da halt nicht viel. Zähne putzen, Hände waschen, Kaffee. Also das ist jetzt das Wasser, was wir verbraucht, also Abwasser, was wir brauchten für knapp 4 Tage sogar. Ja. Oder sogar 5. 4, 5 Tage. So, und das passt halt Zähne putzen, Pup rein. Das ist alles kein Problem. Also, Man muss da flexibel sein. Ja, genau so. Und ich muss auch sagen, das ist wieder so ein Punkt, das lieben wir halt eben auch am Camping, dass du einfach improvisierst. Und für mich ist es immer so, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, man kann immer an eine Sache problemorientiert rangehen oder lösungsorientiert. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, das ist unser Problem, wie können wir das lösen für jetzt? Das ist so sicherlich keine Lösung für die nächsten Wintercamping-Trips, da werden wir uns eine bessere Lösung einfallen lassen. Ja, da kam schon ein Tipp von euch auf Instagram zu sagen, hey, nehmt doch von Gardena oder so ein Y-Stück und mit einem Schalter dran, wo du sagst, ich kann es nach außen ableiten oder nach innen. So, und dann hast du halt innen 5 Liter. Das ist alles nicht bequem, weil grundsätzlich, das war auch ganz häufig eine Frage, ist der Puck überhaupt Wintercamping tauglich? Der Nein! ist überhaupt nicht fürs Wintercamping gemacht. Geht's trotzdem? Ja, wir haben jetzt einen Teppichboden reingelegt. Wir haben eben das mit dem Abwasser gemacht. Und wenn du improvisierst, also beispielsweise haben wir Decken an die Seite gelegt, damit es da nicht durchzieht. Wir haben vorne am Bug so eine Frontscheibenabdeckung drüber gespannt. Das macht so einen Unterschied für die Gasflasche und da ist eine Kältebrücke. Aber du hast natürlich auch Kältebrücken, die kannst du überhaupt nicht verhindern. Also beispielsweise an den Scheiben, da entsteht Kondenswasser, das haben wir auch so, ja. Da muss ich aber auch sagen, das Kondenswasser war hier eine völlig andere Nummer. Also wir hatten nicht nur Kondenseis. Genau, wir hatten nämlich Kondenseis und es war aber irgendwie auch total schön. Hart vereist. Na, das achten wir jetzt. Gleich kommt die Sonne raus. Da wird sie aufgehen. So, Markus ist fleißig im Kondenswasser wegmachen. Das machen wir jetzt immer zwischendurch. Das Gute ist, jetzt ist die Sonne rausgekommen. Das heißt, das ist auch wirklich Kondenswasser, weil vorher hatten wir Kondenseis. Markus, das Kondenseis ist zu Wasser geworden und tropft auf mich herunter. Schaut, da, mein Arm ist nass. Die Kondenswasserpolizei. Ich will mir Wasser abnehmen. Hier sieht man es. Viertel. Kondenseis. Seht ihr das? Wow, Markus, hör auf! Hey! Und so entstehen halt einfach Routinen beim Wintercamping, die eben, ich sagte ja eingangs schon, dass es alles so ein bisschen runterfährt und so, für die man sich Zeit nehmen muss. Ja klar, man kann jetzt denken, die 10 Minuten sind ja super lästig, aber wir sind dadurch schon mal in Wallung gekommen. Ja. Du hast jeden Tag deine Aufgaben. Man ist aktiver. Aber das führt auch dazu, wenn du jetzt mit so einem perfekten Wintercamping-Fahrzeug kommst, und da hatten wir auch einige, so Hümer 4x4 und so, die nach dem, was wir gehört haben, tadellos funktionieren oder Kabelwohnwagen, Fußwarm und so. Ist auch toll, wenn ich da jetzt wie einige so den Wohnwagen da die ganze Wintersaison stehen habe, würde ich sowas auch wollen. Ja, aber uns macht das Improvisieren Spaß und wir waren halt morgens dann schon immer in Wallung und hatten schon die ersten Aufgaben vom Frühstück erledigt. Das muss man wollen, aber man kann es halt eben auch mit annehmen. Ja, und es macht irgendwie auch Spaß und ich muss an der Stelle auch sagen, was halt super, super wichtig ist, dass man das Kondenswasser halt wirklich wegnimmt und wir haben auch wirklich alle Stellen hier im Blick gehabt, trocken gemacht und da kam uns auch einfach zugute, dass Markus wirklich, bevor wir gefahren sind, alle Dichtungen gefettet hat, das Türschloss, also da ist wirklich gute Pflege ist in der Vorbereitung sehr wichtig. Und wir haben den Puck ja nach der Woche zu Kilian gefahren und haben den dann mal auf die Hebebühne und so, und der Puck hat das wunderbar überstanden. Ja klar, der Puck wird länger halten, wenn wir ihn nicht so viel benutzen würden, nicht so extrem benutzen würden, aber so what, das ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Absolut. Und ich habe ja nicht lieber 5 Jahre länger was vom Puck, dafür aber die Zeit, sagen wir die 15, 20 Jahre, verzichte ich auf viel und ich glaube nicht, dass es so viel ausmacht. Also der Boden sieht toll aus, klar, wir müssen jetzt, wenn wir zu Hause sind, machen wir das Salzwasser weg. Ja, also ich glaube, ein Learning bei uns ist einfach, der Puck ist nicht aus Zucker. Wir auch nicht. Wir auch nicht, genau, ganz wichtig und ich muss da auch sagen, es gab halt auch Dinge, also das war jetzt ja sehr puckspezifisch, so okay, Kondenswasser. Es gab aber auch Dinge, die völlig logisch sind beim Wintercamping, die wir aber einfach so gar nicht auf den... Wir haben gesagt, das erzählen wir nicht. Entschuldigung, wenn ich da dann vorgehabt habe. Ja, es ist also wir haben für euch getestet, wenn man 6 Liter Milch hat in 1 Liter Packungen und die über Nacht bei 24 Grad im Auto lässt, dann hat man am nächsten Tag keine flüssige Milch mehr. Nein, so. Dann hat man Überraschung! Eis, frisches Eis. Heute hatte ich mal Porridge vorbereitet, dann sind wir raus, also wollte ich raus Hafermilch holen und dafür entscheiden, wir haben keine Hafermilch reingeholt und jetzt haben wir die hier so aufgebrüngelt, weil die halt einmal komplett. Aber guck mal, geht. Ja, spitze. Großartig. Es taut.
Man hat jetzt ja zwei Möglichkeiten, an sowas ranzugehen. Entweder man wird voll sauer, ist total genervt und ist eins davon, nach Hause zu fahren. Oder man nimmt es mit Humor, das haben wir gemacht. Also es war wirklich, wir haben Eisscheiben geschnitten. Oder cool war auch, wir wollten eine Wanderung machen. Ich habe gesagt, komm vorher, ich koche uns was richtig Schönes und so. So, ich bin gerade am Mittagessen kochen und ja, die Auswahl war heute sehr überschaubar, denn so ziemlich alles, und es ist natürlich auch total logisch bei diesen Temperaturen, was ich so im Kofferraum hatte, zum Beispiel diesen Kürbis, es ist alles einfach gefroren. Also, Achtung, es ist einfach steinhart, genauso wie die Paprika. So gut einfach. Diese Herausforderung, für mich ist das wirklich eine ganz andere Art zu campen als im Sommer. Und es kommt ja auch auf den Spaß an, den man hat. Und da, an der Stelle habe ich übrigens den allerwichtigsten Wintercamping-Tipp für euch. Vergesst euer inneres Kind nicht zu Hause. Ja. Wir hatten nämlich einen Heidenspaß. Und da Markus sein inneres Kind auch nicht vergessen hat. Oh, der ist so schön. Einer auf Abfahrt, hier in der Schweiz live. Und ja, kann sich zwei Zehntel hinten, ein Zehntel aufholen in der Kurve, ja! Eine Gasflasche? Ich habe keine. Markus! Ja, nie angelangt. Ach so, Simon. Nein. Du bist verrückt. Ah! It's what I said. Und ich bin abends so zufrieden ins Bett gegangen und ich habe mich wirklich abends auf morgens gefreut. Es macht einfach einen Heidenspaß. Und da muss man auch ganz klar sagen, da muss ich Markus recht geben. Manchmal muss man sich auch einfach mal fallen lassen. Was mir auch noch große Freude bereitet hat, wir haben natürlich diese Tour auch geplant und viele von unseren Vorbereitungen, wie wir uns das so vorgestellt haben, die sind halt total aufgegangen. Zum Beispiel sind wir seit Ende letzten Jahres stolze Besitzer einer Trockentrenntoilette. Da habe ich mich so lange gegen gewehrt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, im Puck mein Geschäft zu verrichten. Ja. So, ihr seht mich ein wenig aufgeregt, weil zum ersten Mal Trockentrenntoilette benutzen. Großes Geschäft. Jules hat heute Nacht schon ein kleines Geschäft verrichtet. Ging super. Vorbereitungen sind getroffen. Ja, Toilettenpapier steht bereit. Ja, es drückt. Ich kann es nicht länger aufschieben. Los geht's. Da machen wir ein extra Video drüber, haben viele gefragt, aber das war im Kopf bei mir wieder eine Riesenhürde. Aber ihr kennt es aus anderen Videos, wo ich sage, über die Hürden muss man auch mal drüber springen und gucken. Und da muss ich sagen, das war schon echt gefühlt purer Luxus, einfach hier auf Toilette gehen zu können. Also hat uns große Freude bereitet. Und es hat wesentlich besser funktioniert, als ich dachte. Und das, aber anderes das Thema. ging mir bei einigen Sachen so. Also wir hatten ja auch schon erwähnt, wir haben ja einen Teppich dabei und der Teppich hat mir hier wollte ich auch so nie haben, ja. Freude bereitet, weil es war wirklich, es macht einfach einen Unterschied. Es ist immer noch ein bisschen fußkalt, aber um Längen nicht mehr so wie vorher. Und für uns, ihr wisst das ja, bei uns sind es einfach diese kleinen Dinge, an denen wir mega Freude haben. So Licht im Kühlschrank. Oder Markus hat, also ich finde ja, Markus hat den Kreativpreis gewonnen dieses Jahr. Der Kreativitätspreis des heutigen Tages geht an Markus, der unsere Schippe, unsere Schneeschippe, kurzerhand zum Petroleumlampenhalter umfunktioniert hat. Ich meine mal ehrlich, ist das nicht so gemütlich? Es ist einfach so gemütlich. Also wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ist der Puck für Wintercamping gemacht? Definitiv nein. Aber ist der Puck aus Zucker? Nein. Kann man damit aus Zucker? Nein. Also kann man damit Wintercamping machen? Ja, definitiv. Würden wir es wieder machen? Jederzeit. Es hat uns große Freude bereitet und ich kann euch nur sagen, wenn ihr noch kein Wintercamping gemacht habt und ihr traut euch nicht so richtig. Ja, darf ich ganz kurz ein Beispiel bringen? Das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ist ein T-Shirt zum Wintercamping geeignet? Nein. So ein Langarm-T-Shirt. Wenn du dir aber 5 Stück von übereinander anziehst, dann ist es Wintercamping. Also ja, du musst halt improvisieren und gucken. So. Ja, und ich kann an der Stelle nur sagen, wenn ihr euch bislang nicht getraut habt, ihr aber Bock drauf habt, macht es einfach, probiert es aus. Ihr müsst ja nicht direkt auf 2000 Meter Höhe bei minus 23 Grad. Grad. Oder anderthalb, genau. Ihr könnt ja 2-3 Tage oder so. Und das Schöne ist ja auch, man kann ja jederzeit wieder nach Hause fahren. Aber ich versichere euch, ihr werdet es lieben, wenn ihr Schnee mögt, wenn ihr natürlich überhaupt wenn keine man gerne kalten campt und man kann plötzlich 12 Monate durchcampen. Und ich kann nur sagen, wir hatten beim Wintercamping einen Heidenspaß. Wir freuen uns aufs nächste richtige Wintercamping. Und jetzt sind wir natürlich super gespannt. Wie ist das bei euch? Macht ihr auch Wintercamping? Was sind eure Erfahrungen? Was sind eure Hacks? Was sind eure größten Fehler, die ihr gemacht habt oder so? Und was sind Tipps und Tricks und Hacks, wie ihr Sachen umgeht, wo ihr sagt, das haben wir so, das war die Lösung oder so? Schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.